Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Kranz mit Klartext. Heute zu einem totalen Aufregerthema. War die NSDAP eine sozialistische Partei und war Hitler Sozialist? Ich habe sehr, sehr viele Kommentare zu diesem Thema bekommen. Viele Leute haben sich total aufgeregt, natürlich die Linken, die sagen, die NSDAP war natürlich keine sozialistische Partei, obwohl sie nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei geheißen hat. Und da sind wir schon beim Wahlprogramm, ihr Schwurbler. Schaut euch einfach mal das Wahlprogramm vom 24. Februar 1920 an, das Hitler nicht mitgeschrieben hat. Er wollte damit nichts zu tun haben, aber dennoch stehen folgende Punkte drin und ihr könnt euch selber überlegen, ob das sozialistisch ist oder nicht. Also ich fange an. Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Hört ihr heute von den Linken auch. Großzügiger Ausbau der Altersversorgung. Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung. Hebung der Volksgesundheit. Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber anderen Nationen. Aufhebung der Friedensverträge. Zusammenschluss aller Deutschen zu einem Großdeutschland. Land und Boden zur Ernährung des deutschen Volkes und Ansiedlung des Bevölkerungsüberschusses. Immer wieder wird in den Medien behauptet, Hitler hätte sein Programm verkündet, was de facto falsch ist, denn er wollte sich nicht einmal an dessen Formulierung, ich habe schon gesagt, beteiligen. Das Papier, das also ohne Hitlers Zutun entstand, enthielt jedoch schon alles, was den deutschen Faschismus ausmachte. Antisemitismus, Brechung der Zinsknechtschaft und Forderung nach Raumeroberung. Verschwiegen, Hitler arbeitete nicht am 25-Punkte-Programm der NSDAP oder damaligen DAP mit. Nicht umsonst hieß die NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Von ihrem Wesen her war sie nämlich genau das, sozialistisch. Natürlich versuchen politisch korrekte linke Kreise gerade diesen interessanten Aspekt zu negieren und verweisen darauf, dass dies nur ein Anstrich gewesen sei. Aber auch das ist billige Augenwischerei, so billig kommt ihr mir nicht davon. Fakt ist und bleibt, zumindest bis 1930 war die NSDAP eine klar sozialistische Partei. Ende und aus, basta. Folgende Punkte aus dem Parteiprogramm unterstreichen das. Ich wiederhole noch einmal. Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Einziehung aller Kriegsgewinne. Kommunalisierung der Großwarenhäuser. Abschaffung des Bodenzinses zur Verhinderung der Bodenspekulation. Gründlicher Ausbau des gesamten Volksbildungswesens. Ausbildung geistig besonderer, veranlagter Kinder armer Eltern auf Staatskosten. Schutz der Mutter und des Kindes. Verbot der Jugendarbeit, Gemeinnutz vor Eigennutz. Kennt ihr ja auch. So wundert es nicht, dass sich die NSDAP-Reichstagsfraktion in den Jahren 1928-29 vor allem durch Antikapitalismus hervortat. Mit der Zustimmung Hitlers, dessen Abneigung gegen den internationalen Finanzkapitalismus seit jeher bekannt war, brachte sie sogar einen Gesetzesentwurf zur Enteignung des Vermögens der Bank- und Börsenfürsten ein und forderte zugleich eine Erhöhung der Sozialausgaben. Das ist Sozialismus. Im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Kritik an der Weimarer Republik stand vor allem der Vorwurf der Versklavung Deutschlands durch den internationalen Kapitalismus. Noch im Sommer-Herbst 1930 forderte die NSDAP deshalb die Verstaatlichung von Großbanken, das Verbot des Aktienhandels, die Begrenzung der Kreditzinsen, die Konfiszierung sämtlicher Gewinne aus Krieg, Revolution und Inflation. Alle diese Punkte waren sozialistisch. Ob das der Mainstream heutzutage wahrhaben möchte oder nicht. Zudem formulierten die NSDAP-Reichstagsabgeordneten ihre politische Stellung mit dem Slogan: Wir sind keine Faschisten, wir sind Sozialisten. Ich wiederhole, wir sind keine Faschisten, wir sind Sozialisten. Ich wiederhole, wir sind keine Faschisten, wir sind Sozialisten, sagten die NSDAP-Reichstagsabgeordneten. Die NSDAP war
sogar dermaßen links, dass die Reichswehr deren sozialistische Innenpolitik grundweg ablehnte und die vorgesehenen Verstaatlichungen laut NSDAP-Parteiprogramm in einer Sitzung im Reichswehrministerium Ende Oktober 1930 als reinen Kommunismus verurteilte. Im Wahlkampf Oktober-November 1932 positionierte sich Hitler zudem gegen Junkerherrschaft und Schlotbarone und für den Bauern und Arbeiter. Hauptvertreter des sozialistischen Flügels der NSDAP war der Apotheker Gregor Strasser, ehemaliger Artillerieoberleutnant im Ersten Weltkrieg, Freikorpsführer, NS-Gauleiter in Niederbayern und während Hitlers Haft in Landsberg Anführer der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung. Aber auch sein Bruder Otto Strasser war ein radikaler Linker innerhalb der NSDAP. Gregor Strasser sah sich selbst als links und legte 1925 ein Spezialprogramm des nationalen Sozialismus vor, das er erarbeitet hatte. Er forderte sogar ein Bündnis mit der Sowjetunion, was Hitler als zwecklos ausschloss. Doch der linke Flügel der NSDAP hatte sich auf ein Bündnis mit einem freien Russland gegen den angloamerikanischen jüdischen Kapitalismus festgelegt. Durch die Ergebnisse der Reichstagswahl im März 1928, der Wahlen in Lippe im Januar 1929 sowie in Mecklenburg-Schwerin und in Sachsen im Mai 1929 waren mager und Hitler nutzte dies, um die Partei neu auszurichten. Seiner Ansicht nach war es selbstmörderisch, mit sozialistischen Parolen, die keiner von denen der Kommunisten unterscheiden konnte, das Bürgertum zu erschrecken. Die Partei musste konservativ, musste auch für das nationale Bürgertum wählbar werden und sich mit dem alten bürgerlichen kapitalistischen Machteliten arrangieren, um an die Macht zu kommen. In einer Unterredung am 21. und 22. Mai 1930 in Berlin sagte Hitler zu Gregor Strassers Bruder Otto, und jetzt hört genau zu, Zitat: Ich bin Sozialist. Ich habe als einfacher Arbeiter angefangen. Ich kann heute noch nicht sehen, wenn mein Chauffeur ein anderes Essen hat als ich. Aber was Sie unter Sozialismus verstehen, das ist einfach krasser Marxismus. Zitat Ende. Ich wiederhole. Hitler sagte, ich bin Sozialist. Ich wiederhole. Hitler sagte, ich bin Sozialist. Hitler sagte, ich bin Sozialist. So, Schwurbler. Jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. Was die Linken wohl heute dazu sagen, dass Adolf Hitler, der böseste Mensch der Welt, ein Sozialist war und sich selbst auch so betitelte. Aber, wie gesagt, Hitler richtete die Partei neu aus. Sie sollte konservativer werden. Aber bis zumindest 1930, sogar noch bis 31, 32, war die NSDAP eine klar sozialistische Partei, die andere nicht mal von der kommunistischen Partei richtig unterscheiden konnte. So links war ihr Programm und Hitler selbst sagte, ich war Sozialist. So viel zu dem Thema. Die NSDAP war klar sozialistisch und Hitler war ein Sozialist. Alles andere ist Schwurbelei und Alice Weidel hatte recht. Die NSDAP waren Sozialisten. Bis 1930, 31, 32 auf jeden Fall. Ihr könnt das nicht widerlegen. Ihr könnt es nicht. Nein, könnt es nicht widerlegen. Alles dazu in meinem dicksten Band meiner Reihe, Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2. Hier geht es genau um dieses Thema und auch um die Machtübergabe, die sehr, sehr interessant ist. Alles dokumentiert mit vielen, vielen Quellen. In Band 1, der erfolgreichste Band meiner Hitlerreihe, erzähle ich und berichte, dokumentiere ich über Hitlers Kindheit, seine Militärzeit und
habe eine Liste erstellt von allen Unternehmen, die Hitler finanziert haben, in- und ausländische. Erfolgreichstes Buch der Reihe. Erfolgreich ist auch mein neues Buch, Deutschland muss vernichtet werden. Ein Amazon-Bestseller, bisher mehrfach mehrere 10.000 Male verkauft. Es ist ein Andenken an unsere Toten durch die alliierten Massenmörder, die ihr hier seht. Alles Massenmörder. Angela Merkel ist auf dem Titelbild drauf, weil sie verantwortlich ist, in meinen Augen, nach meiner Meinung, für die Zersetzung des deutschen Volkes, die bis heute anhält. Sie hat die Grenzen geöffnet, sie hat Millionen Kulturfremde in unser Land gelassen und sie ist verantwortlich für die Zersetzung. Also, dieses Buch behandelt den Zeitraum 1914 bis 2026. Aktueller geht es nicht. Wenn ihr an der Gedenkkultur teilhaben wollt, erworbt euch dieses Buch. Abonniert mich auf Telegram und abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.